Der Himmel verdunkelte sich, Asche regnete auf die Stadt und die Straßen von Pompeji füllten sich mit panischen Schreien. Innerhalb weniger Stunden würde hier niemand mehr leben. Doch an jenem Morgen des 24. Oktobers im Jahr 79 schien alles noch normal. Die römische Stadt Pompeji, berühmt für ihre prachtvollen Villen, das geschäftige Treiben auf den Märkten und die ausschweifenden Feste, erwachte wie jeden Tag zum Leben. Niemand ahnte, dass diese Idylle bald in einer Katastrophe enden würde. Die Zeichen waren schon lange da. Wochen zuvor begann die Erde leicht zu beben. Tiere verhielten sich unruhig und der Wasserstand der Brunnen sank. Dennoch blieb der Alltag in Pompeji weitgehend unberührt. Für die Menschen dieser Stadt war der Vesuv ein vertrauter Anblick. Ein heiliger Berg, der seit Jahrhunderten ruhig über der Stadt thronte. Nur wenige vermuteten, dass dieser schlafende Riese in Wahrheit eine tödliche Bedrohung darstellte. Dann, plötzlich, als hätte die Natur selbst genug von der Ignoranz der Menschen, riss eine gewaltige Explosion den Himmel auf. Der Vesuv spie Feuer, Asche und giftige Gase in die Luft, die wie ein schwarzer Schleier über Pompeji schwebten. Die Straßen verwandelten sich in eine Hölle aus Rauch und Staub. Verzweifelte Versuche, Schutz zu suchen, endeten oft tragisch. Viele, die in Richtung des Hafens flohen, wurden von herabfallenden Gesteinsbrocken getroffen. Andere erstickten an den giftigen Gasen. Glühende Lava ergoss sich über die Dächer und die Stadt, die eben noch pulsierte, lag im Todeskampf. Doch Pompeji war mehr als nur eine Stadt, die durch eine Naturkatastrophe zerstört wurde. Tief unter den Schichten von Asche und Lava fanden Archäologen Hinweise auf eine Stadt voller Geheimnisse. Eine dieser Entdeckungen wirft ein besonderes Licht auf das Leben hinter den prachtvollen Fassaden, die verbotenen Kammern, in denen Sklaven unter erbärmlichen Bedingungen lebten. Diese Menschen hatten keine Chance zu entkommen, als der Vesuv sie gnadenlos unter sich begrub. Warum aber ignorierten die Bewohner Pompeji die deutlichen Zeichen? War es einfach Unwissenheit? Oder vielleicht sogar ein übertriebenes Vertrauen in die Macht ihrer Götter? In den Straßen blühten nicht nur Handel und Kunst, sondern auch Sünde und Dekadenz. Einige glauben, dass der Untergang der Stadt mehr war als eine Naturkatastrophe, dass er eine göttliche Strafe für den moralischen Verfall war. Was auch immer die Wahrheit sein mag, die Geschichte Pompeji ist eine der dramatischsten und rätselhaftesten der Antike. Bleibt dran, denn die Entdeckungen, die wir heute kennen, werfen ein völlig neues Licht auf die letzten Stunden dieser verlorenen Stadt. Pompeji war weit mehr als nur eine Stadt. Es war das Symbol für Reichtum, Dekadenz und die unbändige Lebensfreude der römischen Oberschicht. Vor dem verheerenden Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 war Pompeji ein blühendes Handelszentrum, das für seine prachtvollen Villen, lebhaften Märkte und seine luxuriösen Freizeitangebote bekannt war. Wohlhabende Römer, darunter viele Aristokraten, kamen hierher, um dem Trubel der Hauptstadt zu entfliehen und in den Genuss der Freuden zu kommen, die Pompeji bot. Die Straßen der Stadt waren stets erfüllt von Leben. Händler priesen ihre exotischen Waren an, während Sklaven schwere Lasten schleppten. In den großen öffentlichen Thermen traf sich die Elite, um über Politik und Geschäfte zu sprechen oder auch nur die neuesten Skandale zu besprechen. Es waren Orte, an denen nicht nur Körper, sondern auch Beziehungen gepflegt wurden. Für die Römer war Pompeji ein Ort des Rückzugs und der Entspannung, fernab der Hektik Roms. Die wahren Höhepunkte für viele Besucher waren jedoch die Gladiatorenkämpfe im Amphitheater. Tausende strömten in die Arena, um den blutigen Spielen beizuwohnen, bei denen Sklaven und Kriegsgefangene ihr Leben ließen. Diese Kämpfe waren nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Ausdruck der römischen Macht und Überlegenheit. Für die Zuschauer war es ein Nervenkitzel, für die Kämpfer oft ein Todesurteil. Neben den offiziellen Festlichkeiten blühte in Pompeji jedoch auch ein weniger öffentliches Vergnügen. Bordelle und Tavernen waren überall in der Stadt zu finden, oft nur durch obszöne Symbole an den Wänden gekennzeichnet. Diese Orte zogen nicht nur Reisende und Händler an, sondern auch die Elite der Stadt, die hier in moralische Abgründe abtauchte. Sünde und Exzess waren in Pompeji kein Geheimnis. Sie waren Teil des täglichen Lebens. Doch trotz dieser Dekadenz blieb Pompeji ein wichtiges Handelszentrum. Seine strategische Lage am Meer machte es zu einem bedeutenden Umschlagplatz für Waren aus aller Welt. Von Olivenöl bis zu exotischen Gewürzen. Die Märkte Pompeji boten alles, was das Herz begehrte. Wohlhabende Römer nutzten diese Blütezeit, um ihre Villen mit luxuriösen Gütern aus fernen Ländern zu füllen. Es war eine Zeit des Überflusses, die jedoch bald ein tragisches Ende finden sollte. Die ersten Anzeichen der bevorstehenden Katastrophe schlichen sich leise in den Alltag Pompeji. Wochen vor dem Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 bebte die Erde immer häufiger.
Diese Erschütterungen waren zunächst leicht und wurden von den meisten Bewohnern kaum beachtet. Nur wenige erkannten, dass dies der Beginn einer Kette von Ereignissen war, die die Stadt für immer verändern würde. Aber nicht alle blieben blind für die Gefahr. Einige Bewohner berichteten von ungewöhnlichen Vorkommnissen. Tiere verhielten sich unruhig, Brunnen versiegten und seltsame Dämpfe stiegen aus dem Boden auf. Diese Zeichen wurden jedoch weitgehend ignoriert. Schließlich lebten die Menschen schon seit Generationen am Fuße des Vesuvs und Erdbeben waren keine Seltenheit. Was sie nicht wussten: Der Vesuv war nicht nur ein Berg. Er war ein schlafender Vulkan, dessen Wut sich bald entfalten würde. Einige Bürger, vor allem die Wohlhabenderen, verließen die Stadt angesichts der andauernden Erdbeben. Doch die Mehrheit blieb. Man glaubte, dass das Schlimmste bereits überstanden sei. Pompeji hatte nach dem Erdbeben von 62 schwere Schäden erlitten, aber man war zuversichtlich, dass die Erde bald zur Ruhe kommen würde. Diese Selbstsicherheit sollte sich jedoch als fataler Irrtum herausstellen. Als die Eruption des Vesuvs schließlich begann, war es zu spät für alle, die geblieben waren. Die Erde bebte heftiger als jemals zuvor und dunkle Rauchwolken verdunkelten den Himmel. Die Menschen erkannten nun, dass sie einer weit größeren Gefahr gegenüberstanden. Doch die Fluchtmöglichkeiten waren begrenzt. Die Straßen, die einst voller Leben waren, wurden nun zu Fluchtwegen, doch für die meisten endeten sie in den Trümmern einstürzender Gebäude. Am Mittag des 24. Oktobers im Jahr 79 verwandelte sich der Vesuv von einem stillen Wächter in ein Monster. Ein ohrenbetäubendes Donnern erschütterte die Stadt, gefolgt von einer riesigen Rauch- und Aschesäule, die sich kilometerhoch in den Himmel erhob. Innerhalb weniger Minuten war Pompeji von einem tödlichen Schatten bedeckt und die Sonne verschwand hinter einer dichten Wolkendecke. Asche und glühende Gesteinsbrocken regneten auf die Stadt herab und die Bewohner gerieten in Panik. Manche liefen ziellos durch die Straßen, während andere versuchten, ihre Häuser zu verbarrikadieren. Der Lärm der einstürzenden Dächer und Mauern vermischte sich mit den verzweifelten Schreien der Menschen. Der sichere Hafen, der für viele die letzte Hoffnung war, wurde bald unzugänglich, als der Vulkan seine tödliche Fracht über die Stadt ergoss. Dann, in einem finalen, verheerenden Schlag, setzte der Vesuv seine tödlichste Waffe ein. Eine pyroklastische Wolke, eine Lawine aus giftigen Gasen, Asche und glühenden Lavabrocken raste mit unfassbarer Geschwindigkeit auf Pompeji zu. Die Temperatur in der Stadt stieg auf über 350 Grad und alles, was noch lebte, wurde augenblicklich ausgelöscht. Die Menschen hatten keine Zeit, sich zu verstecken oder zu fliehen. Sie starben, wo sie standen, erstickten an den giftigen Gasen oder wurden beim lebendigem Leib verbrannt. Pompeji, einst ein Symbol für Reichtum und Vergnügen, wurde in wenigen Stunden zu einem Friedhof aus Asche und Stein. Nur die versteinerten Körper der Opfer blieben zurück, eingefroren in ihren letzten schrecklichen Momenten. Tief unter den prächtigen Villen Pompeji, verborgen vor den Augen der Reichen, lebten die Sklaven in winzigen, dunklen Kammern. Diese Räume waren kaum mehr als kahle Zellen, ohne Fenster, ohne Licht und ohne Hoffnung auf Freiheit. In diesen unterirdischen Verstecken drängten sich oft mehrere Sklaven auf engstem Raum, während sie darauf warteten, den Befehlen ihrer Herren zu folgen. Die Funde, die Archäologen in diesen Kammern entdeckten, erzählen eine Geschichte von Leid und Entbehrung. Schlichte Holzbetten, grobe Decken und wenige persönliche Gegenstände zeugen von einem Leben, das weit entfernt war von dem Luxus und der Dekadenz, die ihre Herren genossen. Besonders erschütternd war die Entdeckung von Skeletten, die von den letzten Momenten dieser Menschen während des Ausbruchs des Vesuvs zeugen. Diese Sklaven hatten keine Chance zu entkommen, als die Asche auf die Stadt niederging. Eingeschlossen in den engen Kammern wurden sie lebendig begraben. Diese Entdeckungen werfen ein düsteres Licht auf das Leben der Sklaven im antiken Rom. Während die Reichen in Saus und Braus lebten, kämpften die Sklaven ums Überleben. Sie arbeiteten unermüdlich, oft unter brutalen Bedingungen, und hatten keine Möglichkeit, ihr Schicksal zu ändern. Manche von ihnen waren für die Unterhaltung ihrer Herren verantwortlich, kümmerten sich um die Pferde oder dienten als Diener auf den rauschenden Festen, die in Pompeji gefeiert wurden. Die verborgenen Kammern erzählen nicht nur von der Grausamkeit der römischen Gesellschaft, sondern geben den stummen Opfern der Geschichte eine Stimme. Sie erinnern uns daran, dass der Glanz Pompeji auf dem Rücken dieser Menschen errichtet wurde. Menschen, die in der Katastrophe genauso gnadenlos untergingen wie die Stadt selbst. Pompeji war nicht nur eine wohlhabende Stadt, es war auch ein Ort, an dem moralische Schranken regelmäßig gebrochen wurden. In den Straßen und Bordellen der Stadt florierten Ehebruch, sexuelle Perversion und heidnische Rituale. Bordelle waren offen zugänglich und freizügige Wandmalereien schmückten viele der Gebäude.
Es wird berichtet, dass die Aristokraten Pompeji als Ort der Ausschweifungen nutzten, wo Exzesse und moralische Grenzen bewusst überschritten wurden. Diese Dekadenz und Ausschweifung haben im Laufe der Jahrhunderte viele religiöse Deutungen des Untergangs inspiriert. Schon kurz nach dem Ausbruch des Vesuvs sahen manche den Untergang der Stadt als göttliche Strafe. In religiösen Schriften wurde Pompeji oft als eine Stadt des Verfalls und der Sünde dargestellt, die den Zorn der Götter oder Gottes auf sich gezogen hatte. Diese Erzählung hat sich über Jahrhunderte erhalten und verstärkt das Bild Pompeji als einer Stadt, die für ihren moralischen Verfall bestraft wurde. Archäologische Funde unterstützen diese Interpretation. Bei den Ausgrabungen wurden nicht nur freizügige Fresken und Darstellungen gefunden, sondern auch zahlreiche Hinweise auf heidnische Rituale und Götzenverehrung. Besonders eindrucksvoll ist die Statue des Gottes Priapus, die bei den Ausgrabungen entdeckt wurde. Priapus, ein Gott der Fruchtbarkeit und Sexualität, wurde oft mit überdimensionalen Phallus-Symbolen dargestellt. Seine Präsenz in Pompeji verstärkt das Bild einer Stadt, die in sexueller Freizügigkeit versunken war. Für viele bleibt Pompeji daher bis heute ein Mahnmal. Es ist ein Ort, der nicht nur durch eine Naturkatastrophe zerstört wurde, sondern auch als Symbol für die Konsequenzen eines zügellosen und dekadenten Lebensstils dient. Die Vorstellung, dass der Vesuv eine göttliche Strafe war, mag heute vielleicht nicht wissenschaftlich belegbar sein, doch sie spiegelt die tiefe moralische Deutung wider, die der Untergang Pompeji über die Jahrhunderte hinweg inspiriert hat. Pompeji ist eine archäologische Sensation, deren Bedeutung bis heute einzigartig bleibt. Durch den plötzlichen Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus wurde die Stadt in wenigen Stunden unter einer dicken Schicht aus Asche und Bimsstein begraben. Diese Ascheschicht, die das Ende der Stadt bedeutete, sorgte gleichzeitig dafür, dass Pompeji in einem nahezu perfekten Zustand für die Nachwelt bewahrt wurde. Die versteinerten Körper der Menschen, die in ihren letzten Momenten von der Asche eingeschlossen wurden, sind eines der eindrucksvollsten Zeugnisse dieser Katastrophe. Archäologen haben die Hohlräume, die die Körper hinterließen, mit Gips ausgegossen und so die genauen Positionen und sogar Gesichtsausdrücke der Opfer rekonstruieren können. Diese versteinerten Körper sind nicht nur eindrucksvolle Beweise für den plötzlichen Tod der Menschen, sondern geben uns auch einen einzigartigen Einblick in die letzten Augenblicke der Bewohner Pompeji. Neben den menschlichen Überresten wurden unzählige Haushaltsgegenstände, Werkzeuge und Kunstwerke entdeckt, die uns das Leben in Pompeji näher bringen. Besonders faszinierend sind die farbenprächtigen Fresken, die oft Szenen aus dem Alltag, aber auch mythologische Erzählungen und erotische Darstellungen zeigen. Diese Kunstwerke sind ein Fenster in die Kultur und das Leben der Römer und zeigen uns, wie fortschrittlich, aber auch wie zerbrechlich das Römische Reich war. Die Bedeutung dieser Entdeckungen für die Nachwelt ist enorm. Pompeji ist nicht nur eine archäologische Stätte, es ist ein Symbol für die Vergänglichkeit menschlicher Zivilisationen. Die Lehren, die wir aus Pompeji ziehen, sind zeitlos. Sie erinnern uns daran, dass selbst die mächtigsten und reichsten Gesellschaften durch die unvorhersehbaren Kräfte der Natur zerstört werden können. Pompeji bleibt eines der faszinierendsten Kapitel der antiken Geschichte. Ein Mahnmal für die Macht der Natur und die Zerbrechlichkeit menschlicher Zivilisation. Die Geschichte der Stadt, die an einem einzigen Tag durch den Vesuv ausgelöscht wurde, hat uns gelehrt, wie schnell das Leben aus den Fugen geraten kann, trotz aller Reichtümer, Macht und Dekadenz. Was denkst du, hättest du in den letzten Stunden von Pompeji getan? Wärst du geflohen oder hättest du gehofft, dass alles bald vorüber ist? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Und glaubst du, dass wir heute aus solchen Katastrophen gelernt haben? Könnte eine ähnliche Katastrophe uns in unserer modernen Welt überraschen? Von den prächtigen Villen der römischen Elite bis zu den bescheidenen Kammern der Sklaven. Pompeji bietet einen einzigartigen Einblick in alle Schichten der Gesellschaft. Die versteinerten Körper, die in ihren letzten Momenten eingefroren wurden, erzählen von der Panik und Verzweiflung, die an jenem schicksalhaften Tag herrschten. Doch Pompeji ist nicht nur ein Zeugnis des Untergangs. Es ist auch eine Warnung, eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen und nicht blind vor der Gefahr zu stehen. Lass uns gemeinsam aus der Vergangenheit lernen. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren spannenden Geschichten aus der Geschichte verpasst.